HR Info. Engel fragt. Mit Philipp Engel. Kennen Sie das Phänomen? Also bei mir wächst zwischen den Jahren nicht nur regelmäßig die Wampe, sondern auch der Wunsch, irgendwas an meinem Leben zu ändern. Mehr Sport, weniger trinken, weniger essen, weniger Stress. Vielleicht wird dann alles oder zumindest einiges besser. Jedes Mal zerbröseln meine guten Vorsätze aber dann nach kürzester Zeit, was ich sehr frustrierend finde. Machen gute Vorsätze da überhaupt noch Sinn? Und wenn ja, wie kann ich es künftig schaffen, dran zu bleiben? Das will ich heute rausfinden bei Engel fragt. Apropos gute Vorsätze. Los geht's heute an meinem absoluten Lieblingsort im Hessischen Rundfunk, der Kantine, weil man hier so gemütlich sitzt und natürlich wegen dem leckeren Essen. Und trotzdem hatte ich im letzten Herbst eine, wie ich fand, tolle Idee. Mein Vorsatz, mittags nicht mehr in der Kantine rumsitzen, sondern raus. Ein bisschen bewegen an der frischen Luft statt Kantinenessen, habe ich mir eine schöne Lunchbox vorgestellt mit lauter gesunden Essenssachen drin. Und ja, wie es mir damit ergangen ist, das habe ich in einem kleinen Tagebuch dokumentiert. Tag 1, ich bin begeistert, klappt hervorragend. Mittagspause im Freien, wunderbar. Ich bin stolz auf mich, schon wieder geschafft. Wobei ich sagen muss, es ist schon auch Arbeit. Also das habe ich gemerkt, jeden Morgen da so eine Box zu machen, muss man dafür einkaufen. Schon ein bisschen der Nachteil. In der Kantine einfacher. Ja, ich bleib dran. Kohlrabi. So. Tag 3 und schon kommt's, wie es nicht kommen sollte. In der Mittagszeit einen externen Termin und der nächste Termin gleich im Anschluss. Das heißt, Mittagspause fällt aus. Und weil ich es geahnt habe, habe ich mir erst gar keine Box mitgenommen. Stattdessen gibt es hier Bäckerwaren auf die Hand. So war es eigentlich nicht gedacht. Ein weiterer Tag draußen mit meiner Box. Heute war es allerdings echt schwer. Die Kollegen haben gesagt, komm mit uns essen, wir haben Spaß. Und ich habe gesagt, nein, ich gehe raus. Mit meiner Box. Heute ist schlimm, echt. So viel Arbeit. Die Box ist dabei, aber ins Grüne werde ich nicht kommen, weil ich weiß gar nicht, wie ich fertig werden soll heute. Wieder gescheitert. Ich schwöre, ich habe die Box gepackt heute früh. Ich habe es ja echt vergessen. Passiert. Um es mal kurz zu machen, mein guter Vorsatz hat genau 2 Wochen gehalten. Dann saß ich wieder in der Kantine und war ein bisschen enttäuscht von mir. Und weil es mir so schwer fällt, gute Vorsätze auch in die Tat umzusetzen, also langfristig, beeindrucken mich persönlich Menschen, die es schaffen, genau das zu tun. Und mit einem solchen bin ich jetzt verabredet. Der hat an sich irgendwann gemerkt, oh, mein Stresslevel ist ja sehr hoch, weshalb er jetzt regelmäßig meditiert, in den Wald geht, sich Auszeiten nimmt und das trotz Job und Familie. Respekt. Wie hält er das durch? Philipp Keller ist Unternehmensberater. Das ist ein Stressjob, deshalb nimmt er sich regelmäßig kleine Auszeiten und gibt mittlerweile sogar Kurse zur Meditation und Waldbaden, wie es so schön heißt. Das ist für mich erstmal ein etwas komischer ESO-Begriff. Was verbirgt sich dahinter? Es ist einfach achtsame Zeit im Wald. Achtsamkeits- und Meditationsübungen. Also das hat mit Esoterik wenig zu tun. Da gibt es ganz wissenschaftliche Fakten, die zeigen, dass Meditation was bringt. Und warum im Wald jetzt ausgerechnet? Na, es ist für mich schon einfach vom Erleben her was anderes als ein Raum. Und es gibt noch einen zusätzlichen Grund, dass in der Rinde der Bäume sind Duftstoffe, Terpene nennen die sich. Und die nehmen wir über unsere Nase auf und die triggern unser Immunsystem positiv. Das heißt, die haben genau die gleichen positiven Effekte wie Meditation. Und wenn du dann beides gleichzeitig machst, ist der Effekt noch stärker. Wie oft machst du das, dass du dann hier im Wald bist oder für dich bist? Also Wald versuche ich mindestens einmal die Woche, aber ich meditiere jeden Morgen. Ja, das ist mir unheimlich wichtig, dass ich jeden Tag Zeit für mich habe und auch vielleicht mal ein Stück laufe und wenn es nur ist, dass ich eine U-Bahn-Station auslasse. Und wie kriegst du das mit deinem Alltag überein? Ich meine, du hast Familie, du hast einen stressigen Job. Sagt deine Frau, nee Schatz, ist okay, wenn du dauernd im Wald oder in der Meditation verschwindest? Genau. Also ich meine, die Meditation ist gut integrierbar so in den Tag. Ich stehe eine halbe Stunde früher auf. Ne? Es ist sozusagen ein Investment. Ich tausche Schlaf gegen Meditation und dann bringe ich es rein. Und Wald können wir natürlich viel zusammen machen.
Und ich bin natürlich auch mit meinen Kursen im Wald viel und dann ist es ja Arbeit. Ach so, dann hast du einen guten Vorwand. Habe ich einen das guten zu machen. Vorwand, genau. Ja. Wo war bei dir im Leben der Punkt, wo du für dich gemerkt hast, jetzt muss ich echt was tun? Also ich muss jetzt mal ernst machen und nicht immer nur sollte, müsste, könnte. Ich habe vor 20 Jahren schon angefangen mit Meditation und dann ist gelaufen wie bei dir. Und so vor ein paar Jahren habe ich einfach gemerkt, also dass ich anfing, es auch schon zu spüren, dass der Stress was mit mir macht. Ja, dass ich angespannter bin, dass ich vielleicht auch in Situationen gereizter bin. Und dann habe ich mich erinnert an die Sachen, die ich gelehrt habe, ne? Zum Beispiel Meditation. Und habe für mich einfach die Entscheidung getroffen, ich mache das jetzt. Und da habe ich konsequent jeden Tag meditiert. Und das ist wie beim Zähneputzen. Wenn du irgendwann drin bist, dann bist du drin und dann wird es zu einer Routine. Ich finde es sehr überzeugend, was du sagst. Und ich finde es auch sehr bewundernswert, wie du es für dich umgesetzt hast. Und warst du eigentlich immer schon so konsequent? Ja, ich glaube, ich gehöre schon eher zu den konsequenteren Leuten, wenn ich mir was vornehme. Aber ich habe auch Stress in meinem Leben. Ich merke auch die Anspannung. Ich bin auch nicht immer entspannt. Und vor allem esse ich auch nicht immer gesund. Ich habe letzte Woche einen Kurs gehalten zu gesundheitsorientierter Führung und wurde dann von der Gruppe ermahnt, als ich einen Burger zum Mittag gegessen habe. Aber gibt es das auch in deinem Leben, dass du das dann eben nicht machst, dass du nicht Klar. zum Waldbaden kommst oder dass Klar. du nicht zum Meditieren kommst? Absolut. Also Meditieren ist tatsächlich mittlerweile eine der wenigen Sachen, die ich zu 95% durchhalte, weil das einfach für mich mit die wichtigste Ressource ist, um das alles auszubalancieren. Ja, da passiert es wirklich außerordentlich selten, dass das nicht gelingt. Was in letzter Zeit schlecht gelingt, da spielt auch Homeoffice eine Rolle, ist das Thema Laufen und in den Wald gehen, weil ich einfach per se weniger rauskomme. Ja? So, und jetzt ist die Frage, bestrafe ich mich dann zusätzlich, weil ich jetzt noch unzufrieden bin, dass ich das nicht schaffe? Also ich kenne das, dass die Sachen nicht gelingen. Ich glaube, manchmal ist es auch so, dass man sich einfach zu viel gleichzeitig vornimmt. Absolut. Also ich muss Sport machen, ich muss abnehmen, ich muss achtsamer leben, ich muss weniger Stress haben, ich muss. Genau. Da fängt es schon an. Ne? Dieses Ich muss ist ja nichts, was wir wollen. Ja. Wenn du dir dauernd sagst, was du alles musst, dann ist die Lust darauf relativ niedrig. Wenn du aber gerne mehr Entspannung möchtest, dann ist es ja toll, dass du dir dann auch die Zeit nehmen kannst. Klingt für mich alles erstmal ganz überzeugend. Vor allem der Gedanke, dass man sich nicht sagen sollte, ich muss noch, sondern vielleicht eher, ich darf was für mich tun. Trotzdem habe ich Zweifel, dass ich das durchhalte. Für den Anfang hatte Philipp Keller erstmal eine kleine Übung für mich, eine Achtsamkeitsübung to go sozusagen. To go passt tatsächlich gut, weil wenn du jetzt gleich rausgehst, dann gehst du wahrscheinlich normalerweise schnell und denkst schon nach, was gleich alles kommt. Und du könntest jetzt mal langsam und ohne was nachzudenken rausgehen, sondern einfach nur zu gucken, wo laufe ich, wie geht es mir gerade. Und du wirst sehen, klingt leicht, aber Da würde ich mal sagen, Latte erstmal tief gehängt. genau, Kleine so leicht Übung. ist es nämlich nicht. Und so ging ich ganz langsam aus dem Wald heraus. Und so extrem langsam zu gehen, das fühlt sich erstmal sehr ungewohnt an. Und ich merke, wie ich innerlich immer zappeliger werde und denke, Mann, ich habe doch noch so viel zu tun heute und überhaupt, das mit dieser meditativen Achtsamkeit nervt auch ein bisschen. Und schon ertappe ich mich wieder bei dem Gedanken, Mensch, so ein Leben, in dem man sich einfach gepflegt gehen lässt, ist doch auch schön. Schließlich lebt man ja nur einmal. Heute. Da könnte man doch auch einfach sagen, scheiß auf gute Vorsätze, oder? Und damit sind wir im Frankfurter Gallusviertel. Hier finden wir Menschen, die nicht ständig an ihrer Selbstoptimierung rumdoktern. Allein schon die Frage nach guten Vorsätzen stößt hier, gelinde gesagt, auf Unverständnis. Brauchen Sie gute Vorsätze im neuen Jahr? Eigentlich nicht, nee. Das ist auch so, das Leben so zu genießen, finde ich. Man braucht eigentlich keine Vorsätze, finde ich. Und meistens werden die eh nicht eingehalten. Hier am Kölner Eck, einem Wasserhäuschen, trifft man sich samstags, wenn die Eintracht gewonnen oder verloren hat. Körper, Geist, Seele, Karma oder Ego, natürlich, alles könnte ständig verbessert werden. Wie anstrengend. Hier haben gute Vorsätze nichts mit Beschränkung zu tun. Ich möchte ganz viel essen, gerade in dem neuen Jahr, was jetzt kommt, ne? Weil mir schmeckt es lecker. Ne? Und sobald ich den Geschmack habe, dann habe ich kein Corona. So einfach ist es. Beim Bier unter Freunden sind Vorsätze kein Thema. Hier zählt eher, was man tatsächlich macht.
Thomas ist hier der Künstler. Er hat die Poller rund um den Platz mit Pappmaché verschönert. Sein guter Vorsatz? Etwas für die Nachbarschaft zu tun, und zwar ganzjährig. Er hat auch ein Eintracht-Fanfahrrad geschaffen. Thomas will die Menschen mit Kunst beglücken. Leben im Hier und Jetzt. Ja, ich möchte lieber jeden Tag wie den letzten genießen. Scheiß auf die guten Vorsätze. Da trinke ich lieber ein, rauche eine Zigarette und juhu, was soll's. Weil ich habe so viele Leute erlebt, die haben noch nicht mehr ihren 48. erlebt. Die sind einfach so weggestorben, ja, die sind beim Arbeiten gestorben. Also was soll ich mich denn da jetzt verrückt machen? Du weißt nicht, was morgen ist, die S-Bahn überfährt dich, weil du mal nicht aufgepasst hast oder ein Idiot schmeißt dich auch noch runter, ist ja auch schon passiert. Kurzer Blick in die Statistik. Über 40% der Menschen starten mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Einer der beliebtesten: Fitness. Stemmen, rennen, schwitzen, selbst optimieren. Meist hält der Vorsatz ja eh nicht lange an. Im Januar aber hat das Studio von Fitnesscoach Thomas Klein alle Jahre wieder Hochkonjunktur. Ist auch der Monat, der uns am meisten Spaß macht, ehrlich gesagt. Also wir freuen uns eigentlich immer auf den Januar, wenn es dann richtig losgeht. Man kann schon sagen, also jetzt mal im Verhältnis zu einem anderen guten Wintermonat sind es sicherlich 30-40% mehr Neuanmeldungen im Januar als in einem anderen guten Wintermonat. Unser Glaube, uns optimieren und verändern zu müssen, treibt uns millionenfach auch in die Buchhandlungen. In großen Buchkaufhäusern belegt die gute Vorsatzliteratur halbe Stockwerke. Aber mal ganz ehrlich, verstauben nicht die meisten dieser Werke bald im Bücherschrank? Immerhin, wir tun viel Gutes für den Buchhandel, freut sich Buchhändlerin Alexandra Böhme. Gute Vorsätze bringen uns wirklich ganz gute Umsätze und helfen uns, den Übergang zu finden vom schönen Weihnachtsgeschäft auch in ein gutes, erfolgreiches Frühling. Und tatsächlich sind die Ratgeber da auch ein ganz, ganz großer Trendtreiber. Aber wer hat uns diesen Floh mit den guten Vorsätzen eigentlich ins Ohr gesetzt? Hier kommen die Römer ins Spiel. Sie legten den 1. Januar als Beginn des neuen Jahres fest, benannt nach ihrem Gott Janus. Hohe Beamte legten gegenüber dem Kaiser Eide ab über gute Aufgaben, die sie im neuen Jahr erledigen wollten. Aus diesen Eiden haben sich die guten Vorsätze entwickelt, so heißt es. Heute, 2000 Jahre später, fällt es uns aber immer noch viel leichter, solche Eide zu brechen. Schön inkonsequent sein macht in allen Gesellschaftsschichten Spaß. Das große Ziel: einfach mal nichts optimieren, nichts müssen und gemütlich im Café sitzen, bei gutem Kuchen und einem Glas Wein. Jeden Vorsatz, den ich mir irgendwie vorgenommen habe, habe ich dann im Endeffekt dann nach 2-3 Wochen wieder verworfen. Ja, man fragt sich schon am Anfang immer mal, aber dass man sich irgendwie großartig daran hält oder sich das weiter befolgt, ich glaube nicht. Also ich jetzt zumindest nicht. Man sagt immer, ja, ich will das und das machen. Also liegt nicht eine tiefe Weisheit in der Inkonsequenz? Vielleicht ist einfach vieles schon gut, so wie es ist. Das ständige Optimieren des Selbst vielleicht überflüssig? Ich bin gerne ich selbst, so wie ich gemacht wurde und fühle mich auch gerne so wohl und habe da jetzt keine Vorsätze, was irgendwie an Gesundheit oder Körper rangeht. Eher, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, wie ich mit mir umgehen lasse und solche Dinge eben. Ich finde, das ist viel wichtiger als, weiß ich nicht, einen guten Bizeps zu haben. Auf die Gesundheit und auf die Vorsätze. Jawohl. Und die guten Vorsätze, wer sie auch immer braucht. Auf gute Vorsätze pfeifen, klar. Die Haltung hat was für sich. Auf der anderen Seite merken wir dann leider doch oft, dass uns ein bestimmter Lebensstil nicht nur gut tut. Im schlimmsten Fall werden wir krank oder kriegen Schmerzen. Und dann landen wir vielleicht auf der Homepage von Liebscher und Bracht. Die nennen sich selbst Schmerzspezialisten und stellen in über 600 Videos alle möglichen Übungen vor. Da fragt man sich dann: Oh Gott, da käme ja jede zweite Übung für mich in Betracht. Wo fange ich an und wie bleibe ich dran? Das werde ich jetzt mal klären. Ich bin angemeldet in der Praxis von Liebscher und Bracht in Bad Homburg, von wo aus Roland Liebscher-Bracht und seine Frau, die Ärztin Petra Bracht, Lösungen für viele gute Vorsätze anbieten und verkaufen. Neben den Online-Videos auch Trainingshilfen, Nahrungsergänzung, Bestseller, Ratgeberbücher. In den sehr edlen Praxisräumen empfängt mich Roland Liebscher-Bracht, der sich selbst als Schmerzspezialisten bezeichnet.
Gut, so darf sich jeder nennen. Seine Videos aber haben im Internet extrem viele Fans. Sie haben auf Ihrer Homepage 1 Million Follower, also bei YouTube. Knapp. Knapp. Ja. Bin ich gefragt, was ist das für ein Bedürfnis der Menschen, was dahinter steckt? Die wollen ihre Schmerzen loswerden. Die wollen ihre Schmerzen loswerden und wollen auch selbst was dagegen tun. Selber was dagegen tun, das ist überhaupt das Stichwort, warum ich hier bin. Ich zum Beispiel, ich habe Rücken. Da gibt es eine wichtige Hauptübung, weil die Rückenschmerzen kommen vor allen Dingen vom vielen Sitzen. Okay, können Sie mir zeigen? Ja, gerne. Ja? Dann würde ich sagen, gehen wir rüber. So, jetzt würde ich Sie bitten, einfach mal auf alle Viere zu gehen. Ja. Und die Hände nach vorne aufzusetzen. Genau, den Rücken nach oben, jawohl. Und jetzt versuchen Sie, diese Position beizubehalten und mit den Leisten voran einfach nach unten durchhängen zu lassen. Und dann merken Sie vielleicht, dass es zieht. Und wenn Sie die einmal am Tag machen und sich 2 Minuten immer länger so durchhängen lassen, dann werden Ihre Rückenschmerzen verschwinden, wie das Eis an der Sonne, was schmilzt. Ja? Okay. Sie müssen es halt regelmäßig machen, einmal am Tag. Und dazu ist es halt gut, eine gewisse Gewohnheit aufzubauen. Da sind wir ja schon beim Punkt. Boah, genau, dieses Regelmäßige, das ist ja das, wo ich regelmäßig scheitere. Also ich sehe dann so eine Übung, denke mir, ja, okay, mache ich. 3 Tage begeistert, am 4. hört schon auf. Wir kennen das Problem. Die Gewohnheit ist dann am leichtesten einzubauen oder ins Leben zu integrieren, wenn es nicht so viel Zeit kostet. Und deswegen ist es bei uns beispielsweise so, wir haben die Übung so optimiert, dass bei allen möglichen Schmerzzuständen man nicht länger als eine Viertelstunde braucht. Wir sagen immer, 10 bis 15 Minuten muss sich jeder Mensch nehmen. Und gegen Abend ist man dann auch zu müde und hat keine Lust mehr. Deswegen am besten immer morgens abhaken. Was glauben Sie, Sie haben so viele Abonnenten. Wie viel von diesen fast 1 Million Menschen machen diese Übung denn auch Ich hoffe wirklich? alle. Ich hoffe alle. Die Chance ist gut, dass von der Million vielleicht regelmäßig pro Tag zumindest mal 1/3 die Übungen macht. Es könnte natürlich auch sein, dass Sie natürlich ganz gut leben. Und das ist jetzt überhaupt gar kein Vorwurf von Menschen wie mir, die dann sowas abonnieren, sowas kaufen, sich sowas in den Schrank stellen. Ja. Also man kauft sich ja gewissermaßen den Vorsatz, den man dann doch nur in Buchform eben im Schrank stehen hat. Und das ist ganz gut, weil wenn ich mir ein Buch kaufe, ist es ja ein Anlass, das zu lesen. Ja, wenn das Buch das sagen Sie so. Ja, wenn das Buch rumliegt, dann ist es vielleicht nicht so interessant. Ja? Und diejenigen, die halt ihre 30, 40 Euro für so ein Hilfsmittel ausgeben, die haben dann was stehen und denken sich vielleicht, naja, wenn ich es jetzt schon habe, kann ich es ja auch nutzen. Sie glauben nicht, was ich schon alles investiert habe, um es dann in den Schrank zu stellen oder im Keller verstauben. Aber dann waren das, glaube ich, Sachen, die auch nicht so funktionell waren. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, das große Problem ist tatsächlich dran zu bleiben. Sie schauen ja durchtrainiert, sportlich, ich hoffe, schlank, gut ernährt aus, also gesund ernährt. Ja. Haben Sie eigentlich überhaupt gar keine Laster der inneren Schweinehunde, die Sie nicht in den Griff kriegen? Ich habe ein Laster, habe ich noch. Ich trinke entkoffinierten Espresso. Aber biologisch entkoffiniert, das geht. Aber ansonsten ernähre ich mich ziemlich gesund. Wie schaffen Sie es, so diszipliniert zu sein? Einfach Gewöhnung. Einfach Gewöhnung. Schauen Sie, die Faulheit ist genetisch eingebaut. Das muss über den Willen passieren. Wenn man dann Dinge tut, die einen guten Effekt haben, dann zwingt Ihr Körper Sie, dran zu bleiben. Weil wenn Sie jetzt die Übung eine Woche machen, es geht Ihnen viel besser. Viele hören dann auf. Dann warten Sie 2 Wochen, dann merken Sie, oh, morgens beim Aufstehen, es zieht schon wieder. Und dann kommen Sie automatisch drauf und man muss sich zwingen. Nach 2 Wochen ist es weg. Nach 2 Wochen macht es Spaß. Okay, Ihr Wort in Gottes Ohr, Herr Liebscher-Bracht. Ich werde es ausprobieren. Nur noch einen entkoffinierten Espresso. Ich weiß nicht, aber so ein bisschen muss das Leben doch auch Spaß machen, oder? Apropos Sehnsucht nach Spaß und fehlende Selbstdisziplin. Ich habe ja den Verdacht, dass mein Hirn mein allergrößter Feind ist. Und tatsächlich, wenn man mal Hirnforscher fragt, dann sagen die, das mit dem Hirn und den Gewohnheiten, das ist nicht so ganz einfach. Schluss mit dem Rauchen, mehr Sport, weniger Alkohol, gesünder ernähren. Dass wir am Ende so selten durchhalten, liegt tatsächlich an unseren Gewohnheiten. Die sind aber erstmal was Gutes, sagt Hirnforscher Moritz Helmstetter. Für unser tägliches Funktionieren ist es unglaublich wichtig, dass viele Dinge sehr gut eingeübt sind und in dem Sinne Gewohnheiten sind. So starten wir jeden Tag mit vielen Routinen. Das Anziehen am Morgen geht uns zum Beispiel genauso selbstverständlich von der Hand wie das Zähneputzen. Dabei braucht jede Tätigkeit anfangs unsere volle Aufmerksamkeit. Das passiert im vorderen Bereich des Gehirns, also im Frontalkortex oder dem Bewusstsein.
Sobald wir eine Tätigkeit dann mehrfach wiederholen, als Kinder zum Beispiel das Zähneputzen, verlagert sich die Steuerung dieser Tätigkeit in tiefere Hirnregionen. Die Aktivität geschieht ab dann unbewusst, wird zur Gewohnheit. Das Problem: Wir entwickeln im Laufe unseres Lebens auch Gewohnheiten, die uns dann irgendwann überhaupt nicht mehr gefallen. Wie etwa bei Stress an den Nägeln zu kauen oder auf der Couch zu Süßigkeiten zu greifen. Auch diese für uns schlechten Gewohnheiten haben wir eben gelernt und verinnerlicht, erklärt Moritz Helmstetter. Da gibt es oft Situationen, wo bestimmte Auslösesituationen mit eben einer Handlung dann verknüpft werden, weil diese Handlung kurzfristig Erfolge verspricht. Beispiel das gemütliche Sofa, und da aß man mal Chips oder Schokolade und das war dann erfolgreich und hat auch Glücksgefühle ausgelöst und auch im Gehirn dann wirklich zu solchen Erfolgsmeldungen geführt, und dann ist das dann verknüpft. Und weil sich die Verknüpfung Couch und Schokolade so gut anfühlt, greifen wir wieder und wieder zu Süßem, sobald wir es uns gemütlich machen. Im Gehirn passiert jetzt das Gleiche wie bei nützlichen Gewohnheiten. Sobald wir uns der Verkettung Couch und Schokolade mehrmals hingeben, verlagert sich diese Aktion durch die Wiederholung ins Unbewusste. Die Folge: Sobald wir auf der Couch sitzen, startet unser Gewohnheitsprogramm. Unser Hirn belohnt uns dafür mit dem Glückshormon Dopamin. Weil wir das immer wieder haben wollen, ist es so schwer, die schlechten Gewohnheiten loszuwerden. Dabei, und das macht es noch schwerer, greift das Belohnungssystem extrem schnell. Auch wenn die Belohnung noch so klein erscheint, wie zum Beispiel die kuschelige Couch, die uns daran hindert, Sport zu treiben. Es braucht deshalb dann schon einen sehr starken Willen und hohe Aufmerksamkeit, um diese blitzartige Verkettung zu lösen. Ein Kampf des Bewusstseins, also des Kortex gegen das Unbewusste. Wenn man dagegen ankommen möchte, als Hirnrinde sozusagen, als bewusst denkender Mensch, dann ist das nicht so einfach, denn der Kortex braucht für die dort ablaufenden Rechenprozesse, man sagt so mindestens 0,3 Sekunden, 300 Millisekunden, bevor daraus dann wirklich eine Handlung werden kann. Das ist also dann manchmal auch fast schon zu langsam, um in diese unbewusst ablaufenden Dinge einzugreifen. Das Blöde: Einfach löschen lässt sich eine schlechte Gewohnheit nicht, egal welche. Aber überschreiben ist möglich. Und zwar, indem man die ungewollte Handlung durch eine neue, eine gewollte austauscht. Moritz Helmstetter erklärt, wie das geht. Das kann man sich so vorstellen, wirklich, dass da Schaltkreise, synaptische Schaltkreise, die eben mit der schlechten Gewohnheit in Verbindung stehen, dann überschrieben werden. Also alternative synaptische Schaltkreise entstehen, die in Wettbewerb treten mit diesen vorhandenen. Und da spielt auch eine wichtige Rolle übrigens der Schlaf. Also es ist so, dass wir denken, dass nachts bestimmte Handlungen quasi wiederholt werden, ohne dass wir es merken, im Gehirn, und dann eben zu einer Einprägung dieser neuen Verhaltensweisen führen. Wer sich neue Verhaltensmuster antrainieren will, sollte außerdem Stress vermeiden. Sonst ist die Gefahr groß, wieder in die alten schlechten Gewohnheiten zurückzufallen. Im Alltag schwierig. Es ist und bleibt ein Kampf gegen den inneren Schweinehund. Fand ich ja super, den Besuch beim Hirnforscher. Mein Hirn ist schuld. Ich kann gar nichts dafür. Ich kann mich gar nicht verändern, oder es ist zumindest wahnsinnig schwer. Könnte ich jetzt natürlich schön als bequeme Ausrede, zum Beispiel für meine bisweilen absurden Mittagsessensgewohnheiten nehmen. Aber ganz so einfach will ich es mir jetzt auch nicht machen. Deshalb jetzt ein letzter, verzweifelter Versuch, doch noch was zu ändern. Ich habe einen Termin bei Regina Vollmeier. Sie ist Motivationsforscherin an der Uni Frankfurt. Ich hatte ja mir vorgenommen, meinen Arbeitsalltag zu entstressen. Und ich habe mir gedacht, ich gehe schön raus, ich packe mir eine Box, ich setze mich gemütlich hin und nehme mir richtig schön viel Zeit, runterzukommen. Das Ganze ist dann tragisch geendet, ziemlich schnell. Einmal Cheeseburger Pommes. Gerne Salat dazu? Nö, danke. Mayo. Wie kann ich mich motivieren, dass sowas klappt? Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, Sie machen, dass die Sache Ihnen wirklich Spaß macht. Bei Ihnen klingt das noch nicht so schön, rausgehen mit einer Box. Besser wäre es, wenn Sie etwas machen, das Ihnen wirklich Spaß macht. Zum Beispiel könnten Sie sich andere Gerichte ausdenken für die Box. Oder wenn Sie gerne etwas in einer Gruppe machen, dann sollten Sie es mit einem Kollegen machen oder mit einer Kollegin. Gehen Sie zusammen runter, genießen Sie es, entspannen Sie dabei.
Dann gibt es Menschen, die setzen sich ein Ziel. Zum Beispiel wollen sie bestimmte Wege neu laufen oder schneller laufen. Also sie müssen sich ein Ziel setzen, wo sie sich immer wieder übertreffen können. Wenn ihnen das Spaß macht, dann sollten sie das tun. Okay, ich muss gucken, was ich für ein Typ bin. Wie gehe ich eigentlich mit Scheitern um? Also wenn ich dann doch meine Ziele nicht schaffe. Bei der Motivation gibt es noch einen anderen Aspekt, nämlich den der sogenannten Selbstwirksamkeit. Man muss sich selbst auch etwas zutrauen. Wenn man morgens aufsteht, am Spiegel einen Zettel hinhängen, ich schaffe das. Psychologen haben sich da was Gutes ausgedacht. Ja? Und zwar, wenn man einen Wunsch hat, kann man den ja erst mal versuchen zu verändern. Wie zum Beispiel, ich will mich gesünder ernähren. Das ist ein ziemlich unkonkretes Ziel. Besser ist, man macht es konkreter. Das heißt, man muss sich genau das Ziel überlegen, was will ich? Was wollten Sie eigentlich erreichen mit Ihrer Box? Wollten Sie was Gutes essen, bisschen laufen, beides zusammen? Also da muss man sich erstmal die Ziele klar machen. Regina Vollmeier hat die sogenannte WOOP-Methode parat. Ein psychologisches Patentrezept, das es praktischerweise als kostenfreie App fürs Handy oder Tablet gibt. In 4 Schritten zum Ziel. Dass das, wenn man es durchzieht, funktioniert, ist wissenschaftlich erwiesen, sagt sie. Das Erste ist, man hat einen Wunsch im Leben. Zum Beispiel Sie mit Ihrer Box, die Sie gerne, was Sie gerne essen wollen. Und wie Sie Ihre Freizeit oder Ihre Mittagspause machen wollen. Also ich formuliere meinen Wunsch. Ja. Schritt 1. Das steht für W, Wish. Das nächste ist Outcome. Das ist das Ergebnis. Warum ist das so attraktiv? Wie stellen Sie sich das vor? Was soll das sein? Ein gesunder, sportlicher Mensch? Also ich muss mir über das Ziel klar werden, muss mir klar werden, was ich gewinnen kann. Ja, und das Ausmalen in schönsten Farben. Und jetzt kommt das, was bei der Methode ganz wichtig ist. Wir haben ein sogenanntes Hindernis. Im Englischen heißt es Obstacle. Da kommt das zweite O jetzt her, also W-O-O. Da haben wir jetzt ein Hindernis im Weg. Bei Ihnen müsste ich jetzt dann nachfragen, was war das Hindernis? Was hat Sie daran abgehalten? Termine, das zu tun, Bequemlichkeit. Was Sie wollten. Das ist jetzt praktisch das Obstacle, das Ihnen im Weg steht und das müssen Sie beseitigen. Und wie man das beseitigt, kommt jetzt der letzte Schritt, das ist der 4. Schritt, mit dem P. Man macht sich einen Wenn-Dann-Plan. Also wenn mittags um 12 Uhr ist und Sie Ihre Box bei sich stehen haben, das ist der Wenn-Satz, wird genau beschrieben, möglichst spezifisch, nicht so unkonkret, wenn ich Lust habe oder so, sondern exakt. Dann sagen Sie im zweiten Satz, wenn 12 Uhr mittags ist, dann gehe ich mit meiner Box 10 Minuten im Park spazieren. Und wenn Sie das kombinieren, sollte das irgendwann automatisiert sein, sodass Sie gar nicht viel drüber nachdenken müssen, sondern automatisch um 12 Uhr zu Ihrer Box greifen. Also wie ich einen Hund erziehe. Ja. Ich konditioniere ihn. Sie dürfen sich selbst erziehen. Ich darf mich selbst erziehen. Wenn 12 Uhr ist, gehe ich mit meiner Box raus, weil das wunderschön ist. Haben Sie damit geschafft, tatsächlich Dinge zu ändern in Ihrem Leben? Angefangen? Ja. Angefangen? Ja. Also Sie sind auch noch nicht die Königin der WOOP-Methode? Man muss sich hinter das Ziel auch hängen, dass man das haben möchte. Sowas wie, ich will mich mehr bewegen, damit hat jeder von uns schon angefangen, oder? Wunsch, Ergebnis, Hindernis und Plan. Ich werde es mal ausprobieren mit der WOOP-Methode. Schauen wir mal, ob es klappt. Mein Fazit, ich glaube, das mit den guten Vorsätzen ist total zum Scheitern verurteilt. Wenigstens dann, wenn man nur etwas macht, weil man denkt, man sollte mal oder weil es gerade in Mode ist. Wenn wir etwas machen, dann müssen wir ganz genau wissen, warum wir es machen und was das Ziel ist. Weil es wird schwer genug, das dann durchzuhalten. Das Hirn, auch das habe ich gelernt, ist echt ein zäher Lappen und leistet da erheblich Widerstand. Ich glaube, deshalb hat das mit meiner Box auch nicht geklappt. Das habe ich jetzt auch eingesehen. Da war irgendwie die Motivation nicht wirklich erkennbar. Ich glaube, ich esse jetzt wieder ganz gerne in der Kantine. Das war Engel fragt, heute zu der Frage gute Vorsätze, wie halte ich durch? Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch anschauen in der ARD Mediathek.